Willkommen zum größten Pick-Vergleichstest im großen, weiten Internet. Mein Name ist Christian Moser, ich bin seit über 30 Jahren Live- und Studiomusiker und möchte euch gerne meine Erfahrungen und mein Wissen hier auf dem Kanal weitergeben. Spielst du vielleicht seit Jahren mit dem falschen Plektrum? Heute zeige ich dir, wie Form, Stärke und Material deinen Sound und dein Spielgefühl ganz massiv beeinflussen. Bleib bis zum Ende, dann verrate ich dir auch noch mein persönliches Lieblingsplektrum und warum. Let's go! Ein Plektrum kostet ein paar Cent, aber es bestimmt, wie du klingst, wie du anschlägst und wie du dich beim Spielen fühlst dabei. Der klangliche Unterschied zwischen weich und hart, Nylon oder Tortex, ist riesig und das werde ich euch hier demonstrieren. In Abschnitt 1 starten wir mit den Formen und ich werde euch die 4 verschiedenen Grundformen mal erläutern. Und wir starten mit der Standardform 351. Ich blende sie euch hier mal ein. Ein Klassiker, der absolute Allrounder und wahrscheinlich das meistgespielte Plektrum der Welt. Der nächste Klassiker, Jazz 3. Klein, hart, spitz, perfekt für Riffing, Leadgitarre im Rock- oder Metal-Bereich. Die dritte Form, Teardrop, auch mal eingeblendet. Auch ein Klassiker bei Akustikspielern, etwas kompakter, etwas kleiner, mit etwas weniger Gripfläche. Und die vierte Form, Triangle, das Dreieck, wahrscheinlich bei Bassisten am häufigsten verbreitet, die viel Masse bewegen müssen und einen größeren Anschlag haben. Die Standardausführung gibt es auch in spitzer Form, blende ich euch auch mal kurz ein. Damit habt ihr etwas mehr Höhen, aber dazu später. Kommen wir zum nächsten entscheidenden Punkt, die Stärke, also die Dicke des Plektrums. Ich blende euch mal hier eine kleine Tabelle ein, wo ihr die verschiedenen Stärken mal sehen könnt. Und man kann grundsätzlich sagen, dass beim Strumming, bei der Akustikgitarre, der Sound wesentlich schöner ist, wenn ihr ein bisschen Flexibilität habt. Ich versuche das mal in der Kamera mal darzustellen. Ja, ihr seht also das Nylon-Plektrum, das ich jetzt in der Hand habe, das kann man biegen. Das bedeutet für euer Spiel, dass wenn ihr eine Akustikgitarre spielt, dass das Plektrum etwas musikalischer agiert, also sprich, es verbiegt sich ein bisschen in der entsprechenden Richtung. Es hat nicht zu viel übermäßiges Attack, es hat nicht zu viel übermäßige Höhen. Also ich benutze zum Beispiel Nylon-Plektren bei Akustikstrumming, aber zum Soundvergleich kommen wir später. Starten wir mal mit der Kategorie dünne Plektren. Das ist die Kategorie unter 0,6 mm, sehr weich, fast papierartig, ganz wenig Attack, sehr biegsam. Bedeutet, wenn ihr Strumming spielt, das Plektrum verbiegt sich wunderbar und passt sich eurer Bewegungsrichtung schön an. Jetzt zur mittleren Stärke, 0,6 mm bis 0,8 mm, nicht mehr ganz so papierartig, hat schon ein bisschen Widerstand auf die Seite, aber es verbiegt sich immer noch beim Spielen. Also wenn ihr es etwas weicher wollt und zum Beispiel kombinieren müsst zwischen ein bisschen Rocking-Sachen und auch Strumming, ist das wahrscheinlich die richtige Wahl für euch. Die Kategorie dick, alles über 0,88 mm. Das geht dann je nach Material in die Richtung komplett steif, keine Verbiegung mehr beim Strumming. Bedeutet, ihr gebt 1:1 auf die Seite, was ihr anschlagt. Diese Plektren haben ziemlich viel Attack. Sie werden auch im Rock- und Metal-Bereich eigentlich ausschließlich verwendet. Ich werde euch das gleich in Demo zeigen. Da ist ein Riff von meiner Band Red Circuit. Die Gitarre ist auf Drop C gestimmt, ziemlich dicke Saiten. Das heißt, ihr habt einen relativ hohen Widerstand an Saitenmasse, die ihr bewegen müsst. Und das würde nicht funktionieren mit einem Nylon-Plektrum oder einem ganz dünnen Plektrum, weil ihr würdet bei jedem Anschlag enorm viel Anschlagsstärke verlieren, weil sich das Plektrum verbiegt. Das ist der Grund, weshalb man im Rock- und Metal-Bereich ausschließlich dicke Plektren verwendet. Denn ihr hättet sonst keinen Attack, das Ganze würde schwammig klingen. Plus ihr würdet Geschwindigkeit verlieren, weil jeder Prozess des Verbiegens des Plektrums würde ja auch eine gewisse Geschwindigkeitseinbuße mit sich bringen. Und nur mit wirklich harten Plektren, die sich nicht verbiegen, bringt ihr euren Anschlag 1:1 auf die Seite mit dem entsprechenden Attack. Ich zeige euch hier mal ein kleines Beispielriff von meiner Band und ich denke, ihr werdet verstehen, was ich meine. Wir kommen zu Punkt Nummer 3, Materialien und Soundvergleich. Ich werde euch erstmal die verschiedenen Materialien erläutern und dann mit den verschiedenen Materialien euch ein Demo vorführen, wo ihr die verschiedenen Klangunterschiede genau hören könnt. Jetzt wird es richtig spannend, denn die Materialien klingen wirklich völlig unterschiedlich.
Wir fangen an mit Nylon, weich und warm, wie ich vorhin schon erläutert habe. Gerade bei Akustikgitarristen sehr beliebt. Funktioniert aber auch im E-Gitarrenbereich, solange ihr kein schnelles Rockriffing braucht, irgendwas ab 140 BPM oder sowas, dann geben die Nylon-Plektren eigentlich zu stark nach. Der nächste Klassiker, Zelluloid, ein altes Material und nicht so ganz mein Favorit, weil die reißen auch manchmal. Sie klingen aber auch gerade für Akustik-Strumming schön, musikalisch rund, haben eine Biegsamkeit. Mir persönlich waren sie immer zu glatt, aber das kommt gleich nochmal bei dem Punkt Griffigkeit. Dann haben wir das nächste Material, Tortex. Ein schön griffiges Material. Man hat das Gefühl, es haftet irgendwie so ein bisschen an der Hand. Tortex hat ein schönes Attack und einen recht mittigen Ton. Dann das Material Ultex. Ein sehr hartes Material, hat einen guten Grip. Verbiegt sich überhaupt nicht und ist recht langlebig. Ja, dann haben wir noch die verschiedenen Exoten. Es gibt Metallplektren, es gibt Holzplektren, es gibt Knochenplektren. Metall habe ich auch mal versucht, das hat relativ schnell die Saiten kaputt gemacht. Stein hat einen relativ markanten Ton, klingt ziemlich spitz, werde ich euch gleich im Vergleich zeigen. Und Holz, ja, wer es gerne natürlich in der Hand hat. Holz hat einen recht warmen Sound, hat wenig Attack, hat wenig Höhen, klingt rund, aber hat natürlich auch den Nachteil, dass es sich nicht verbiegt. Noch ein paar Worte zum Grip. Grip ist quasi das Gefühl, wie gut ihr das Plektrum in der Hand habt. Seid ihr ein Gitarrist oder Gitarristin mit viel Handschweiß, dann werdet ihr wahrscheinlich nicht glücklich mit einem sehr glatten Plektrum, denn es wird euch wahrscheinlich irgendwann aus der Hand rutschen, wenn die Hand immer feuchter wird. Dann solltet ihr auf ein Plektrum zurückgreifen mit recht viel Grip. Die Nylons zum Beispiel, wenn ihr Akustikstrummer seid, die haben meistens einen Schriftzug, zum Beispiel die Dunlops auf der Oberfläche. Das gibt ein bisschen Halt, das stabilisiert die Finger und das rutscht euch kaum zwischen den Fingern durch. Ihr solltet dann vielleicht die Finger lassen von Zelluloid. Diese Plektren haben meistens eine komplett glatte Oberfläche. Das wird bei stark schwitzenden Menschen ganz schnell sehr glatt und das Plektrum rutscht euch aus der Hand. Und es gibt nichts Peinlicheres, als wenn ihr bei einem Auftritt auf dem Bühnenboden herumkriechen müsst und euer Plektrum einsammeln wollt. Tortex, auch eher ein glattes Material, müsst ihr versuchen. Die Ultex Jazz 3 haben meistens auch eine raue Oberfläche, weil sie nochmal den Schriftzug oben auf der Oberfläche haben. Also ihr habt bei Ultex einen guten Grip und das rutscht euch kaum aus der Hand. Bei Exoten wie Holz, recht trockenes Gefühl, das wird nicht ganz so glitschig. Das geht noch einigermaßen, aber das wird wahrscheinlich sowieso niemand nutzen, dauerhaft ein Holzplektrum für seinen Sound, weil es eigentlich viel zu spröde und zu hart ist. Dann Metall und Acryl, Oberflächen, die sehr glatt sind. Acryl klebt so ein bisschen an den Fingern, das könnte wieder ein Vorteil sein. Also am besten, wenn ihr da unsicher seid, kauft ihr euch mal so ein gemischtes Paket, zum Beispiel bei Thomann. Da gibt es Sets, wo man 10, 20 verschiedene Plektren-Typen hat. Und die probiert ihr alle mal aus und guckt, was euch soundmäßig und vom Spielgefühl am meisten gefällt. Okay, jetzt kommt ein schöner Soundvergleich, nämlich die ganzen Plektren hintereinander gespielt. Ich habe das natürlich separat aufgenommen, weil ich musste ja das Plektrum wechseln, aber habe es so zusammengeschnitten, dass keine Lücke entsteht und blende immer dabei das entsprechende Plektrum ein, das ich in dem Moment gespielt habe. Und ihr müsst vor allem mal auf den Unterschied achten von Plektrum 1 zu 2, nämlich von Nylon zu Stein. Das ist wirklich erschütternd, wie unterschiedlich es klingt. Schaut mal rein. Einen ganz wichtigen weiteren Aspekt möchte ich nicht vergessen. Versucht beim Plektrum nicht zu sparen. Die sind nicht teuer. Wenn ihr ein Plektrum habt, das so aussieht, ja, also die Spitze komplett abgespielt, dann schmeißt es weg und viel früher, bevor es so aussieht. Denn das Problem ist, ihr gewöhnt euch an das Plektrum, ihr gewöhnt euch an die Größe, an die Dicke.
Euer Spiel richtet sich demnach aus. Wenn ihr das Plektrum abspielt, habt ihr eine andere Größe, ihr habt andere Kanten. Wenn ihr dann wieder ein neues Plektrum nehmt, ist es wieder völlig ungewohnt. Also spart an diesem Punkt nicht, schmeißt die Plektren weg, wenn sie abgespielt sind und lasst es nicht so weit kommen, denn ihr werdet euch sonst nie so richtig an eine Größe gewöhnen, wenn ihr mit solch abgeranzten Plektren hantiert. Okay, jetzt zeige ich euch nochmal einen weiteren Soundvergleich, nämlich zwischen Nylon und Tortex. Habe ich versucht, auf meiner Taylor-Gitarre 2 verschiedene Themen mal kurz anzuspielen und wir switchen mal hin und her, damit ihr den Direktvergleich zwischen diesen beiden populären Materialien mal hört, wie das auf der akustischen klingen würde. Ihr hört also, der Unterschied ist schon immens. Vor allem auch das Spielgefühl ist völlig anders mit den beiden Plektren. Probiert es aus, checkt mal die verschiedenen Materialien. Es gibt nicht das perfekte Plektrum. Also ich sage nur Brian May. Ihr wisst wahrscheinlich, worauf ich hinaus will. Brian May spielt mit einer Geldmünze, einem Sixpence-Geldstück. Er hat sich dafür entschieden, sagte er mal in einem Interview, weil er wollte Plektren, die sich nicht verbiegen. Hatte in dem Moment keins, hat einfach mal ein Geldstück aus seinem Portemonnaie geholt und ist darauf hängen geblieben. Man kann jetzt nicht unbedingt sagen, dass Brian May einen schlechten Sound hat. Der Mann ist der absolute Hammer. Und daran seht ihr, Plektren, Materialien, Dicken, Formen sind eine sehr individuelle Geschichte. Deswegen solltet ihr das mal probieren, was für euch passt. Ihr solltet nicht irgendwie eurem Idol nacheifern, weil vielleicht passt dieses Plektrum gar nicht zu euch. Kauft euch mal ein Sortiment, testet mal alle durch, nehmt die mal auf, gebt dem Ganzen mal ein bisschen Zeit, euch daran zu gewöhnen. Es wird sich mit Sicherheit ein Favorit herauskristallisieren, bin ich mir ganz sicher. Und euer Sound wird dementsprechend gut sein und euer Spielgefühl ebenso. Hier vielleicht noch so ein paar grobe Tipps zur Einordnung. Seid ihr Anfänger, würde ich sagen, nehmt euch ein Nylon 073, 088, das hat einen guten Grip. Ist ein guter Allrounder für Powerchord-Sachen, für ein bisschen Strumming. Es ist nicht zu hart und ihr verliert es nicht in der Hand. Seid ihr Akustikstrummer, nehmt irgendwas Flexibles. Auch hier vielleicht wieder Nylon. Celluloid, wie gesagt, habe ich euch vorhin schon erzählt, ist nicht ganz so mein Ding. Die sind mir manchmal schon gerissen und das ist dann relativ unangenehm. Seid ihr absolute Rockliebhaber, nehmt euch auf jeden Fall ein Plektrum, das dick ist, mit dem ihr 1:1 euren Anschlag auf die Seite bringt, mit bestmöglichem Attack. Da sollte man Tortex erwähnen, Ultex, beides sehr harte Materialien, sehr langlebig und sie haben viel Attack. Okay, dann vielleicht noch schnell wie versprochen mein Werdegang, meine Plektren, die ich spiele, die ich bevorzuge. Ich kam ursprünglich von dem Tortex Sharp, habe ich eine ganze Weile gespielt. Irgendwann kamen so ein paar Passagen, die konnte ich nicht picken, habe ich nicht geschafft. Habe ich mich nochmal schlau gemacht, was spielt Petrucci, was spielt Luke, was spielt Paul Gilbert. Also die Jungs, die tierisch schnell picken können. Und deckungsgleich war eigentlich, dass die meisten von denen Jazz 3 gespielt haben, das kleine Plektrum. Über diesen Punkt habe ich mir daraufhin ziemlich viel Gedanken gemacht. Und da ist mir aufgefallen, dass wenn man hier die Anschlagshand betrachtet und das Ganze hier als Rotationsachse sieht, dass es schlecht ist, wenn man außerhalb dieser Rotationsachse Masse hat, irgendwas Großes sich bewegt und je weiter außen das Ganze von der Achse sich befindet, umso mehr Wege hat man und umso mehr Masse muss man bewegen. Daraufhin habe ich den Versuch gemacht und bin zu Jazz 3 gegangen, Dunlop. Hat einen Moment gedauert, weil es natürlich erstmal nichts in der Hand war, aber nach relativ kurzer Zeit, 2-3 Wochen, hat sich das Gefühl eingestellt, dass ich schneller und präziser wurde.
Dann habe ich auch verschiedene Jazz-3-Typen ausprobiert. Da gibt es ganz verschiedene Formen, ganz verschiedenen Grip. Dann bin ich letztendlich bei dem Dava gelandet. Ein sehr gutes Plektrum, das ich jetzt seit 2 oder 3 Jahren spiele. Fühlt sich sehr gut an, sehr musikalischer Klang. Also das ist momentan meine erste Wahl. Wenn es um Akustikstrumming geht, hat sich eigentlich die letzten 20 Jahre gar nichts verändert. Da nehme ich das Nylon von Dunlop 073 oder 088, wenn ich mehr Attack brauche. Sehr musikalisch, guter Grip, also ist genau mein Ding. Damit habe ich den Sound, den ich haben möchte. Was ihr auch mal versuchen könnt im Rockbereich, das Plektrum von John Petrucci ist etwas größer als das Jazz 3, aber hat auch eine sehr tolle Spitze, hat einen guten Grip, hat einen guten Ton. Nicht sehr billig, aber ist nicht schlimm, spielt sich auch kaum ab. Das solltet ihr auf jeden Fall auch mal antesten. So ihr Lieben, das war mein kleiner Einblick in die Welt der Plektren. Eine riesige und bunte Welt. Alle Farben, alle Dicken, alle Formen. Probiert mal durch, kauft euch wie gesagt am besten so ein gemischtes Set und findet mal heraus, was euch am besten liegt. Jetzt habt ihr zumindest schon mal einen groben Fahrplan, wie das Ganze klingt, was es für Materialien gibt, was es für Formen gibt, dass der Grip wichtig ist und jetzt liegt es an euch. Hat wieder sehr viel Spaß gemacht, den Workshop zu erstellen. Ich hoffe, ihr hattet auch Spaß beim Zuschauen und habt was gelernt. Wenn das so ist, gebt mir gerne ein Like, abonniert den Kanal und drückt die Glocke. Dann helft ihr mir auch ein bisschen, den Kanal weiter unter die Menschen zu bringen, dass ganz viele Leute erfahren, welches Plektrum sie spielen sollen zum Beispiel. Alles klar, dann testet Plektren, spielt, übt, jammt, habt Spaß mit diesem wunderbaren Instrument, denn darum geht es. Wir sehen uns nächste Woche. Ich mache mich an den nächsten Workshop, damit ich euch wieder was Gutes liefern kann und sage, haut rein und bis nächste Woche. Macht's gut, ciao.